Hallo liebe Zuschauer, heute wollen wir die Cessna 172 kurz erklären, die wichtigsten Sachen, die man zum VFR, also Sichtflug, benötigt. Ja, der Jan ist noch hier Guten Tag, hallo. und wird uns auf dem iPad für die mobile Version mal zeigen, was wir hier alles machen können, um dann das Wichtigste für die Cessna eben zu wissen. Genau, wir schauen kurz, wir stehen jetzt gerade in Boston. Das ist ja die neue Region, die kommt dann mit dem Aerofly FS 23. Da stehen wir hier auf der Parkposition und wollen euch einfach mal zeigen, wie mache ich den Motor an. Also Boston gibt es jetzt noch gar nicht, richtig? Das kommt jetzt dann noch. Das genau. kommt jetzt. Ihr könnt das natürlich auch jetzt schon nachfliegen, in dem Aerofly FS 22, halt nicht in Boston, aber woanders. Also wir sprechen jetzt immer von der mobilen Version. Genau. Für die PC-Version ist Boston jetzt auch schon verfügbar. Das gibt es schon über Steam für den Aerofly FS 4. Super. Jan, du bist hier bei IPAX und deshalb weißt du auch ziemlich gut Bescheid. Du programmierst auch eine ganze Menge mit. Vielleicht erklären wir auch mal im Einzelnen, was du hier so machst, aber im Moment wollen wir jetzt mal, dass du uns die Cessna 172 ein bisschen erklärt. Wir sitzen jetzt hier schon im Cockpit, wir sind schon eingestiegen. Genau. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man alles machen kann, inklusive wie man die Türe aufmachen kann und so weiter, wie man den Genau. Yoke verschwinden lassen kann. Dann klippe ich hier drauf, dann ist das Yoke vorne schon weg und die Tür kann man hier links aufmachen. Das haben wir schon letztes Mal gezeigt. Man tippt hier einfach auf den Hebel und dann kann man sie aufschieben. Super. Oder ja, tippen. Dann haben wir sie wieder verriegelt. Gut, ja, wir wollen jetzt einfach nur die ganze Bedienung, deshalb haben wir den Yoke auch weggemacht, dass man die Bedienung zeigen kann. Und dann kann man auch hier unten diese Schalter und so weiter besser sehen. Genau. Wir wollen jetzt auch, haben ja ausgewählt, dass wir den Motor noch aus haben, also bevor Engine Start oder vor dem Triebwerkstart. Diese Situation haben wir ausgewählt über das Hauptmenü, das haben wir ja gerade gesehen. Und jetzt können wir eigentlich auch schon sofort den Motor anmachen. Ja, wir haben hier die Mixtur, alles ist schon so vorbereitet, dass man nur noch den Zündschlüssel drehen muss. Und schon dreht der Motor. Ja, also auch Parkbremse ist vorher schon gesetzt. Wenn wir das ein bisschen lauter machen, könnten wir das sogar hören. Lauter, ja, jetzt hören wir, dass der Motor läuft. Genau. Jetzt mache ich hier auch die Avionik noch an. Unten erst die beiden weißen Hauptschalter einschalten. Dann kann man hier die Lautstärke von diesen Geräten höher drehen. Klack, klack. Also alle anmachen. Transponder schalte ich noch an. Ja. Und mache hier direkt auf Altitude. Das machen wir ja in Boston mal so. Okay, jetzt läuft der Motor schon. Wir haben hier unten noch alle möglichen Lichter, die kann ich jetzt auch einfach schon mal alle einschalten. Treibstoffpumpe mache ich an, Landelichter an, ist alles an. Also zum Fliegen bräuchten wir das jetzt nicht, aber im richtigen Leben. Wir machen das jetzt mal quick and dirty, sodass ich einfach schnell in die Luft komme. Ne? Dass die Kunden wissen, man braucht das nicht unbedingt alles richtig machen. Man kann auch so das machen, dass Hauptsache man kommt in die Luft. Dann löse ich jetzt schon die Parkbremse und schon rollt der Flieger los. Wir wollen jetzt gleich nach rechts abbiegen. Wo war die Parkbremse nochmal? Bei dem? Kann ich nochmal zeigen. Ich bremse nochmal kurz hier mit dem linken Hebel. Die Parkbremse ist da unten, unter dem Panel. Okay. Noch mal ranzoomen. So, jetzt sieht man es. Ja, so ist sie gezogen, so kann man sie wieder lösen. Wunderbar. Genau. Und sobald ich sie gelöst habe, rollt der Flieger natürlich auch los, wenn ich Gas gebe. Okay, das Gas geben und Bremsen, sowas machst du jetzt nicht im Flugzeug, nicht im Cockpit, sondern links mit dem. Genau. Wenn er nicht losrollt, merke ich, ja, ich habe noch die Parkbremse. Da kannst du auch mal oben rechts schauen, hier oben. Ja. Da ist dann auch noch gezeigt, jetzt habe ich die Parkbremse noch angezogen. So wird der Flieger natürlich nicht losrollen wollen, da muss man nur hier unten und ganz unten, da muss man nur immer drauf tippen und schon ist die Parkbremse gelöst. Okay, dann könnten wir jetzt losrollen. Genau. Also ich lenke immer mit dem hier, man muss ja mit dem Seitenruder lenken. Ja, das kann man auch ausblenden mit dem Menü. Genau. Und man kann das auch so einstellen, dass es verschwindet und dass man das mit dem Querruder koppelt. Genau. Zum Starten. Was dann den Start im Grunde genommen noch etwas einfacher macht oder das Steuern. Genau, bei der Cessna muss ich jetzt auch vor dem Start keine Landeklappen setzen oder zum Start keine Klappen setzen. Also man kann Klappen setzen, man muss aber nicht. Und hier haben wir eine Asphaltpiste. Ja.
Das heißt, der Rollwiderstand ist relativ gering. Genau. Dann könnten wir das ohne Klappen machen, auch im richtigen Leben. Genau. Wir haben hier eine Piste, die hat irgendwie knappe 3000 Meter. Da kann ich auf jeden Fall ohne Landeklappen starten. Ich gebe einfach Vollgas. Muss hier mit dem Seitenruder noch ein bisschen die Richtung halten. Ja. Und sobald ich ungefähr 60 Knoten habe, kann ich hier mit dem Höhenruder hochziehen. Und schon fliegt die Kiste. Super. Sind wir abgehoben. Wir können auch noch mal ein bisschen die Nase runterdrücken. Da sieht man vielleicht vorne noch, wie viel Landebahn noch zur Verfügung steht. Also noch Ja. extrem viel Kilometer vor uns. Ja, Ich würde jetzt beim, einfach mal den Autopiloten anschalten. Also ich muss ja jetzt hier ein bisschen halten über die Nase. okay, dann Ich machen hier wir das den mal, damit wir mal anschalte. da Ruhe haben. Dann fliegt er für mich weiter. Genau. Das ist der Autopilot. Das ist der Autopilot. Ich kann auch den Co-Piloten anschalten. Also wenn ich jetzt, Was heißt hier jetzt hier Co-Pilot? Das ist die Person, die nicht neben mir sitzt. genau, also wenn ich Das, was die machen könnte. neben mir, ich setze mich mal auf die andere Seite, dann siehst du hier links wieder die Pamela sitzen. Super. Und der kann ich natürlich sagen, du sollst jetzt das Flugzeug für mich fliegen. Dann kann ich hier sagen, Wie sagst du ihr das? flieg mal. Also entweder tippe ich da einmal kurz drauf oder lang, dann wird das ja alles grün. Und jetzt ist es aktiv. Hier unten sieht man auch, die Steuerung hat sie jetzt übernommen, ist dadurch brauche ich nichts mehr machen. Das steuert sie jetzt alles. Und hier kann ich dann sagen, sie soll weiter rechts fliegen, weiter links fliegen oder höher fliegen. Also damit wird dann die Richtung verändert. Genau. Dann bin ich aufs Yoke gekommen. Hier kann ich irgendwie noch steuern, aber genau. So. Dann fliegt sie jetzt für mich, genau. Und ich kann hier sagen, du sollst weiter steigen. Oder, genau. Ich kann hier sagen, weiter rechts, weiter links. Gut. Genau, jetzt können wir noch weiter. Die einzelnen Instrumente, ich weiß Ich nicht. gehe nochmal rüber auf den Pilotensitz. Genau, sie fliegt ja jetzt erstmal geradeaus weiter. Dann können wir nochmal schauen, was für Instrumente haben wir hier in der Cessna. Genau, So als das sind Überblick. mal, jetzt habe ich mal die 6 wichtigen im Blick. Genau. Die Fahrtgeschwindigkeit jetzt ungefähr 100 Knoten. Ja, Künstlichen Horizont. Flügel sind waagerecht, ganz leicht, Nase über dem Horizont. Hier haben wir rechts ein Höhenmesser. Der sagt jetzt 600 Fuß, ne? Hier sind wir noch nicht ganz 1000 Fuß hoch und hier haben wir 600 Fuß über ja. dem Meeresspiegel. Wenn wir rausschauen, dann ist ja auch das Meer vor uns, also da stoßen wir jetzt nirgendwo gegen, wenn wir jetzt in der Höhe weiterfliegen. Hier unten haben wir dann den Kompasskurs. Wir fliegen jetzt ungefähr Richtung Osten. Mhm. Das hier unten rechts ist das Variometer oder Vertical Speed Indicator. Zeigt uns an, dass wir jetzt weder steigen noch sinken. Wir sind genau bei 0. Hier oben wären dann Steigrate 500 Fuß pro Minute. Hier unten wären wir im Sinkflug 500 Fuß pro Minute. Genau. Und hier links haben wir noch den Kursanzeiger. Wer ist ja der Wendezeiger. Wendezeiger, ne? Der zeigt uns an, dass wir jetzt keine Kurve fliegen, sondern geradeaus fliegen und hier in der Waage sind sozusagen. Der würde ausschlagen in eine Richtung, wenn wir unkoordiniert fliegen, also zum Beispiel zu viel Seitenruder geben oder zu wenig Seitenruder, dann wandert hier diese Anzeige jetzt aus. Dann gib mal ein bisschen Seitenruder. Das kann ich ja jetzt nicht, weil sie aktiv ist. Ich schalte sie mal kurz ab. Aha, wir müssen also erst Zack. dann Jetzt schalte ich sie dem ab. Co-Piloten sagen, Genau. bitte nicht mehr fliegen. So, und Jetzt jetzt sieht man sehen hier wir, wie unten sich die Kugel verschiebt Genau. und das kleine Flugzeug in dem Wendezeiger sich entsprechend bewegt. So können wir Sobald also, ich eine Kurve fliege jetzt hier mal, dann sieht man auch, wie dieser Wendeanzeiger zeigt, dass ich eine Rechtskurve fliege. Das ist hier oben ja auch gut sichtbar, aber dieses Instrument könnte ja auch ausfallen, dann könnte man auch nur mit diesem... und wenn ich die Kurve mit Querruder fliege, Genau, also wenn ich jetzt fliege ich die Kurve nur mit Querruder, ja, fliegt jetzt, trotzdem relativ gut geradeaus. Aber wenn ich jetzt das Seitenruder zu viel oder zu wenig mache, dann sieht man, wie diese Kugel seitlich ausgelenkt also sie ist. sollte im Idealfalle in der Mitte stehen, die Kugel, damit ich dann eine sogenannte koordinierte Kurve fliegen kann. Genau. Gut, und jetzt haben wir mal die wichtigen Instrumente hier gehabt, die anderen Ich mache sie brauchen wieder wir an, jetzt, ne? Jetzt sind ja, sie ja für mich wieder brauchen wir nicht raus. unbedingt, aber jetzt könnten wir mal dann nochmal zeigen, was wir brauchen, wenn wir landen wollen. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach zum Flugplatz nochmal hin und machen nur den Landeanflug. Okay, ja. So, zurückgehen, ja. Mhm. Gehen wir hier, mal gucken, wo wir sind. Wir sind ja schon übers Meer rausgeflogen. Dann würde ich sagen, wir landen jetzt einfach mal in die Gegenrichtung, wie wir gestartet sind. Okay? Machen einen Einverstanden. langen Endanflug, damit wir noch kurz was erklären können. Genau. Perfekt. Und schon sind wir im Endanflug, ne? Da vorne, ganz klein noch, ist irgendwo die Piste. Das sieht man jetzt gerade nicht. Moment. Da siehst du sie, ne? Da ist Okay. die Landebahn vor uns.
Und ich sage jetzt einfach, der Pamela, die neben mir sitzt, ja, die soll jetzt wieder fliegen, dann mache ich hier wieder Landung. Also einfach auf Landung, dann fliegt sie nicht nur, sondern sie landet. Sie weiß Im jetzt, Grunde dass sie da genommen landen soll. Ich habe vollautomatisch. ihr gesagt, lande da, genau. Auf was müssen wir jetzt achten, wenn wir landen wollen? Machen wir das mal wieder größer, dass wir das ganze Cockpit sehen. Also die Pamela fliegt jetzt ja für uns, sie nimmt Ja. jetzt hier links das Gas raus, um eine Geschwindigkeit einzuhalten, die besser für die Landung passt. Also jetzt im Moment fliegt sie noch 80 Knoten, weil wir noch sehr weit weg sind, wird dann aber immer weiter langsamer werden, je dichter wir zur Landung ankommen. Das heißt, wir machen normalerweise im richtigen Fliegen die Landecheckliste. Gehen wir durch, das ist dann immer nicht viel. Genau. Einziehfahrwerk haben wir nicht, wir müssen die Leistung reduzieren, wir müssen aber auch die Klappen setzen. Und dann schaust du am besten mal hier oben rechts, das ist eine Hilfe, die wir im ungefähr haben, die sagt uns, jetzt sind schon die Landeklappen ausgefahren und gesetzt. Also die Pamela hat das schon selber Genau. alles gemacht. Man kann das auch über hier das Menü selber machen, wenn man selber fliegt. Ja, Tippt man einmal drauf, dann kann man hier die Klappenstufe 30 Grad jetzt auswählen. sehen wir, die 30 Grad sind grün, also 30 sind- Grad Klappen sind gesetzt. Sind jetzt schon gesetzt. Und man kann auch im Cockpit natürlich hier über diesen Hebel, den man im Original hat, da muss man vielleicht auch hier nochmal das Jo verstecken. Einfach da drauf tippen, damit es weg ist. Sieht man hier den Landeklappenhebel, den kann man hier mit dem Finger auch ziehen und dann Okay. auf 30 Wobei Grad setzen. 30 Grad jetzt schon relativ viel ist. Genau, für diese Piste bräuchten wir das gar nicht. Die ist sehr lang, aber das ist Da im würden Unterschied 10, unterschieden. 20 Grad würden Genau. reichen. Mit den 30 Grad habe ich natürlich die Möglichkeit, langsamer anzufliegen als mit 10 Grad. Das ist, Ja, da aber macht es das- das ein bisschen einfacher. Muss Grad- man nicht wirklich machen, aber kann man machen. Im echten Leben ist das gar nicht gewünscht, weil man dann eben doch sehr lange braucht. Und wenn man viel Verkehr hat auf dem Flugplatz, dann will kein Mensch, dass man so langsam anfliegt. Ja, gerade wenn wir so einen großen Flughafen wie jetzt anfliegen, wenn wir Genau. da mit 60 Knoten im Innenteil stehen und von hinten kommen die Airliner mit 140 Knoten, 150 Knoten an, dann haben wir ein großes Problem. Ja. Genau. Das heißt, wir könnten jetzt den Co-Piloten, Autopilot ist nicht an, den Co-Piloten auch ausschalten und sagen, ich fliege selber, I have control. I have control. Wieder ausgeschaltet. Dann muss ich jetzt. Okay, so jetzt müsstest du dann selber fliegen und musst dann eben auf alles achten. Das heißt, die Geschwindigkeit ist natürlich sehr wichtig, dass wir hier im Normalfall bei diesem Flugzeug etwa 65 Knoten fliegen. Das geht dann später runter im Endanteil auf etwa 50 Knoten. Mhm. Das ist dann immer noch völlig in Ordnung für eine Cessna 172. Genau. Also So. hier Geschwindigkeit kann ich hier ändern. Jetzt nehmen wir indem ich die mehr oder Klappen, weniger die Gas 30 Grad, was man im Anflug nicht unbedingt dann machen sollte, aber mal auf 20 Grad. gebe. 20 Grad? Okay. Das heißt, die Klappen Jetzt fahren 20 jetzt wieder ein bisschen zurück. Ja, muss ich aber ein kleines bisschen die Nase hochnehmen. Und bei der gleichen Geschwindigkeit denselben Auftrieb zu haben. Das heißt, mehr Klappen wirken dann wie Höhenruder, weniger Klappen wie Tiefenruder so ein bisschen. So, und wenn man jetzt die richtige Trimmung Ja. gesetzt hat, dann Genau. kann man ganz viel mit dem Gas machen. Ja. So, Also wenn ich jetzt, jetzt Gas gebe, sehen wir, dass wir würde die relativ Nase schnell hochdrehen. sind, also das Gas müssen wir ganz rausnehmen, Wenn ich Gas rausnehme, geht die Nase natürlich runter. Wenn ich Gas gebe, dann geht die Nase hoch. Ne? so wie es sein sollte. So ist das. So, jetzt haben wir noch etwa 70 Knoten und die Fahrt müssen wir dann erstmal wegbringen. Das heißt, aufsetzen mit 70 Knoten bei der Cessna ist noch ein bisschen viel. So, noch weniger. Ja. Quietsch. Jetzt haben wir aufgesetzt. Oh, ich muss wieder mit Seitenruder steuern. Genau. Jetzt rollt der Flieger noch ein bisschen aus. Genau. Und wenn ich bremsen will, dann muss ich halt diesen linken Hebel hier nach hinten ziehen. Ja? Also, So bremse ich dann. wenn man den ganz nach unten zieht, dann wird gebremst, bis Ja. das Flugzeug auf der Piste steht. Genau. So, So, und das sind eigentlich schon die wichtigsten Sachen. genau. Ich sehe jetzt gerade Landscheinwerfer an. Wenn ich die zum Beispiel ausschalten will im Flug, kann ich auch im Boden, ja. Dann sehe ich hier unten, wenn ich das wieder ausblende, habe ich hier die ganzen Lichter, ja. Hier steht Landing Lights zum Beispiel und Taxi Lights. Wenn ich die ausmache, Das Beacon müssen wir noch anlassen, dann sehe ich von solange außen, wie der Motor dann läuft. Landscheinwerfer ausgegangen. So, Landescheinwerfer ist aus. Das heißt, man würde von hier dann noch zu General Aviation oder wo. Genau, kann man Rollen. wieder zurückrollen. Das Und- überspringen wir jetzt mal, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man da die 3 Ja, ja. Kilometer weiter gerollt ist. Aber dann wird man den Motor da noch abstellen. Das Mhm. wäre es eigentlich im Großen und Ganzen. Genau, ich rolle jetzt mal einfach von der Piste runter, dann können wir den Motor ja auch hier abschalten. Super, ja, wir wollen ja nur eine kurze Anleitung geben,
was oder wie die Cessna hier zu fliegen und zu bedienen ist. Das war es eigentlich schon. Genau, dann setze ich wieder die Parkbremse hier unten. Ist wieder gesetzt. Schalte meine Avionik aus. Und dann kann ich hier entweder hier den Motor ausmachen oder eigentlich normalerweise zieht man einfach hier am Kraftstoff eine Mixtur. Dann geht der Motor aus. Zack, ist der Motor aus. Man sieht hier Die Zahl ist Zündung auf müsste Null man und jetzt auch Propeller noch steht da oben. Ja. ausschalten, Genau, das ist die hier. damit die Batterie nicht leer geht. Strom aus und schon sind wir Strom fertig. aus und jetzt würde man das Flugzeug so parken können Und verlassen. und wir könnten aussteigen. Genau. Super. Jan, vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt hoffe ich, dass... Kommentare, falls ihr Fragen habt. Genau. Gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, schau mal, jetzt habe ich da noch die Concorde im Bild. Ja, genau. Die Sehe kommt ich. ja dann auch mit der neuen Version. Die EOFL kommt jetzt auch mit der 23. neuen Version. Darauf dürfen schon mal alle gespannt sein. Ich wünsche einen schönen Tag und wir machen dann nachher nochmal ein Video. Genau. Tschüss. Danke, tschüss. Also Stopp gemacht.